So, heute will ich wieder mal einige Kameras vorstellen. Diesmal geht es um Kameras von Canon, und zwar aus der Zeit der APS-Filme. Bekanntlich war es ja so, dass die letzten Jahrzehnte die meisten genutzten Filme waren die Kleinbildfilme in der analogen Fotografie. Und gegen Ende dieser Ära, schon etwas parallel mit Einführung der Digitalkameras, kam dann nochmal der Versuch der Industrie mit speziellen Filmen wie diesem hier, APS-Filme, auf den Markt zu bringen, die mehr Möglichkeiten boten als die üblichen Kleinbildfilme. Ich werde nachher auch noch bei einer Kamera hier so einen Film einlegen. Dann kann man mal sehen, wie das funktioniert. Die APS-Filme wurden in 3 verschiedenen Formaten aufnehmbar. Also man konnte mit dem gleichen Fotoapparat, das gilt für alle diese Apparate hier, konnte man 3 verschiedene Filmformate verwenden. Ich gehe mal hier dicht daran und hoffe, dass man es etwas sehen kann. Hier zum Beispiel diese Querstreifen sagen, dass das ein Panoramabild ist. Hier zum Beispiel bei dem Foto sind diese Markierungsstreifen am Rande. Das heißt, man kann ein breiteres oder etwas schmaleres Foto machen. Und man bekam natürlich auch gleichzeitig bei der Entwicklung hier so einen Index zurück. Und hier nochmal 2 Beispiele, wie die Fotos aussahen. Das ist hier in Werder bei Potsdam aufgenommen am Marktplatz. Das ist also jetzt hier dieses Format. Und jetzt nochmal im Vergleich dazu, muss ich weiter nach hinten nehmen, mit der gleichen Kamera aufgenommen, auf dem gleichen Film, eben eine Panoramaaufnahme, die also mehr in Richtung Breitwand geht. So, nun kommen wir mal zu den Kameras im Einzelnen. Ich habe hier einige dieser Ixus-Serie mal aufgestellt. Die Kameras wurden teilweise auch unter anderen Namen auf anderen Märkten oder anderen Erdteilen dann eben entsprechend angeboten, sind aber eben dann nur Namensänderungen. Es ging damals los, das war 1996 mit der Ixus-Kamera. Die hatten ein typisches Design-Merkmal, nämlich dieser runde Aufbau hier im Vordergrund. Und auf der Rückseite die entsprechenden Bedienelemente. Es war eine Kamera mit Zoom, konnte man hier bedienen. Hier war der Sucher und hier konnte man die 3 Formate einstellen, die auch gleichzeitig dann im Sucher entsprechende Marken bekamen. Also nochmals, man konnte während der Fotografierei von Bild zu Bild entscheiden, in welchem Format man das haben wollte. Eine kleine Spielerei, deren Sinn ich nicht so richtig erkannt habe, ist hier die Möglichkeit, dass man 5 verschiedene Titel markieren konnte zu einem Foto. Die wurden dann, wenn gewünscht, später bei der Vergrößerung der Papierbilder hinten auf das Papierbild aufgedruckt. Ich liebe dich, Dankeschön, herzliche Glückwünsche, fröhliche Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Naja, also das war aus meiner Sicht eigentlich etwas überflüssig, dieses Feature. Aber es scheint ja einige Leute doch interessiert zu haben. So, diese Kamera hier hat ein Zoom-Objektiv, und zwar mit den Brennweite 24 bis 48 mm und die Blende ging von 4,5 bis 6,2. Ich mache mal auf, dazu drücke ich hier auf und schon kommt das kleine Objektiv heraus. Der Blitz geht auch automatisch mit heraus, und wenn ich jetzt hier den Zoom betätige, dann bewegt sich entsprechend das Objektiv. Hier kann man sehen, dass hier noch ein kleines Display ist, derzeit 16 Aufnahmen. Man kann dann Datum einstanzen, Uhrzeit einstanzen, man kann hier entsprechende Einstellungen für das Blitzen machen und hier nachher den Film zurücklaufen lassen.
Eine kleine, schicke, kompakte Kamera. Ich mache sie mal wieder zu. Und auch der Blitz geht von alleine rein. Geladen wird der Film hier unten und hier kommt die Batterie rein. Ja, damit ist schon die Ixus vorgestellt. Die hatte in anderen Regionen den Namen 11, also ELPH 11 oder eben auch IXI. Das war ein weiterer Name von dieser Kamera. Ich suche mir jetzt mal die L1 raus. Hier ist sie. Das ist diese Kamera hier, die eben ein etwas anderes Aussehen hatte, eine andere Farbe hatte. Weiterhin hier oben die Anzeigefläche als Display, Sucher und die Formateinstellung. Der Rest war bei der Kamera gleich. Noch der Hinweis, die kam wie gesagt 1997 raus, hatte eine Festbrennweite von 26 mm und eine relativ für diese Kameraserie hohe Lichtöffnung, nämlich 2,8. Die Kamera hieß also 11JR oder IXI 310 in anderen Regionen. Und schon geht es zur nächsten Kamera. Das ist jetzt hier die 370. Nehmen Sie mal hier vor. So. Also die heißt Ixus Z70 oder aber in anderen Regionen 11370Z oder IXI 330. Die technischen Daten ansonsten 23 bis 69 mm Brennweite. Das war also dann schon ein Dreifach-Zoom im Gegensatz zu den Zweifach-Zoom bei den anderen Modellen. Der hintere Aufbau ähnlich wie schon bekannt. Man öffnete hier, indem man den Schalter hier betätigte und gleichzeitig kam das Objektiv heraus. Es geht jetzt noch nicht, weil keine Batterie drin ist. Ja, das war diese Kamera und es kommt jetzt die nächste. Das ist die Ixus 1 oder Ixus M1. Das ist die Kamera. Sehr klein, sehr kompakt. Plastik, während die anderen Modelle größtenteils aus Metall in der Oberfläche waren. Man schaltete hier so das Objektiv auf. Der Blitz war nicht beweglich, war dann auch nicht nötig. Ansonsten wieder die Umstellerei, die Bedienelemente und hier oben, ach, habe ich die Uhr noch nicht gestellt, und hier oben nochmal die entsprechenden Anzeigen. So, diese Ixus M1, die hatte in anderen Regionen den Namen 11LT oder IXI 210. Jetzt kommen wir hier zur Ixus 2. Die ist rausgekommen 1999. Hieß in anderen Regionen 11.2 oder eben IXI 320. So, die hat hier als Objektiv ein 23 mm bis 46 mm und die, kann ich ja mal dichter rangehen, dann kann man es ja ganz gut sehen, und die entsprechende Blende 4,2 bis 5,6, je nachdem welche Entfernung man eben da genutzt hat. Ja, die weiteren Funktionen sind ähnlich. Auch wieder das Display ist immer mal wieder irgendwie anders angelegt worden, aber vom Prinzip war das überall dann identisch. So, und als letzte kommt die Ixus 3. Die kam 2002 raus. Das war dann schon zu Ende der ganzen Ixus-Serien für APS-Film. Die wurde manuell geöffnet, dann kam das Objektiv heraus. Hier konnte man noch den Zoom betätigen, hier wieder die entsprechenden Einstellungen. Und der Blitz hier an der Stelle, die
weiteren Daten dazu sind eben 23,5 bis 54 mm. Also wie schon erwähnt, ein Zoom-Objektiv. So, wie schon zugesagt, nochmal das Film einlegen. In der Vorführung bei der Kamera jetzt hier. Ich öffne das mal und der Film liegt hier bereit. Es kommt auch keine Lasche raus von dem Film, sondern der ist einfach so in dieser Position. Und ich kann jetzt hier aufmachen. So, da ist jetzt der Schacht zu sehen und ich lege den Film hier einfach rein. So, mach zu. So, der Film ist aus der Patrone rausgezogen. So, damit kann ich jetzt dann mit meinen Fotoaufnahmen loslegen. Ich kann ja mal hier die Kamera hier hinstellen und mache davon mal ein Foto. Also ist gleich mit Blitz geschehen und die Kamera wird wieder zugemacht. Ja, das war eine kurze Vorstellung einiger der Exos-Modelle. Alles aus der analogen Zeit. Man benutzt noch Filme, man hatte keine Speicherkarten. Man konnte sich die Aufnahmen nicht nach der Aufnahme gleich ansehen. Es war alles schwieriger, aber man glaubt es gar nicht, es hat auch Spaß gemacht. Tschüss, das war's.